zufrieden, würde ich sagen. Für diese Jahreszeit ist noch ein bisschen, wir haben jetzt erst ein paar Tage richtig warmes Wetter, sag ich mal so. Und dafür sind wir richtig gut aus dem Winter gegangen. Wir sind ein alter Club, sag mal, hier wurde 1964 gebaut, einer der ältesten hier oben im Nordwesten. Wir haben hier 1100 Mitglieder hier im Club und die spielen auch ziemlich viel und ziemlich häufig. Also der Spieldruck ist im Winter auch ziemlich hoch. Wir haben viele Mannschaften, die hier spielen, auch sehr sportlich. Die erste Mannschaft spielt in der Regionalliga, die Damen spielen auch in der Regionalliga. Und ja, wir haben, sag mal, viele Spielrunden. Der Platz, der ist stark frequentiert, auch aus umliegenden Städten kommen die Leute hierher. Weil wirklich der Golfclub von der Anlage her, mit den Bäumen, das Enge, der hat wirklich das Herzstück, der beste Golfplatz des Nordwestens, sage ich immer. Man sieht hier sehr schön, dass man aus dem Wald rauskommt, dann kommen hier die neueren Bahnen, die dann so ein bisschen offener gelegen sind. Und man geht dann sehr schön, nachher kommt man dort hinten über die 15 und geht wieder in eine 16 hinten in den Wald rein, in die alten Bahnen, die 1964 gebaut worden sind. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass wir dort die mehr Sonne haben und die weniger Sonne haben, dass sie gleichmäßig schnell sind, dass wir dort einen gleichen Standard erreichen, aber da bei Uwe und bei Thorsten sind wir da in besten Händen. Die Herausforderung war, dass von 2002, wie die Grüns umgebaut worden sind, eine Pflege wenig gemacht worden ist und wir ziemlich viel Filz auf den Grüns hatten und wir viele mechanische Maßnahmen erstmal ergreifen mussten. Die neuen Grüns wurden auf FWL-Norm gebaut, ne, mit Rasentragschicht und mit Weißtorf gemischten Tragschicht. Und da haben wir Penner 4 eingesät. Nach dem Umbau, ja, wir hatten einen enormen Aufbau von Filz. Ne? Also stellenweise bis 8 bis 10 cm Filz hatten wir in den Grüns. Genau, wir haben damals auch noch, gedüngt haben wir mit 35 bis 40 Gramm RN auf dem Quadratmeter die Grüns und jetzt sind wir bei 19 bis 18 Gramm. Hier haben wir ganz viele Probleme mit Schwarzeige und Black Layer, diese Streifen. Da war nicht ganz viel an Grasnarbe. Hier haben wir schon oft im Frühjahr auf allen 4 lang gekrochen mit Grassamen und haben die Löcher wieder zugemacht. Ja, aber jetzt, wie gesagt, haben nur ein paar Stellen haben wir drauf noch, aber ja, eigentlich so gut wie nix. Dann ab 2008 leiten Uwe und ich ja die Pflege hier und ja, haben wir ein bisschen umgestellt und seitdem haben wir eigentlich, ja, wurde das immer etwas besser. Und seitdem wir die Dünger umgestellt haben jetzt, ja, sag ich mal so, sind die Grüße richtig gut. Top-Dressing ist in den ersten Jahren ja auch fast gar nichts gemacht worden. Was wir jetzt ja wöchentlich machen. Regelmäßig vertikutieren. 4 bis 5 Mal im Jahr aerifizieren. Die Hohlspuns. Das ist schon, vor allem bei unserem Spielbetrieb und Turnierbetrieb, ist das schon eine Herausforderung, solche Maßnahmen zu machen. Ne? Deswegen war aber Hauptziel hier, das war Filz abzubauen. Erstmal Filz abzubauen, weil du musst die Ursache für die Krankheiten erstmal bekämpfen. Also du kannst natürlich die unterdrücken, die Pilze, aber der wird immer wieder kommen, wenn du nicht den Filz abbaust, weil von da kommt es. Filz speichert ja Wasser im Winter und das heißt, Pilze leben vom Netz. Ja, klar. Deswegen, je weniger Filz du hast, je weniger Pilze hast du. Wie oft zählt ihr nach? 2-mal im Jahr mit der Fredo, ne? Die Grille war eingeschlitzt, auf den Grün sind die ganz, ganz flach, so dass die gerade eben in der Grasnarbe drin sind. Und ja, dann wollen wir ja eigentlich 98% Keimfähigkeit haben bei der Fredo. Vor allem dafür ist die Nachsaat in der heutigen Zeit viel zu teuer, damit man da mit rumaßt. Das muss schon fassen, ne? Wir sind angefangen mit FTC und SDA. Ne? Und ja, das haben wir dann im Winter mal gespritzt und das wurde dann ja, da konnte man schon sehen, dass da dass sich was tut, dass der Schnee schon mal weniger wurde. Die Stellen, die wir hatten, die zogen schneller zu. Und so ist das jedes Jahr, haben wir aber mehr Produkte reingearbeitet im Programm. Also bevor wir mit Ole angefangen haben, haben wir organisch so gut wie gar nichts gemacht. Wir fahren jetzt 4 bis 5 Mal, sag ich mal, im Jahr granuliert. Und sonst fahren wir alle 2 Wochen mit der Spritze raus und spritzen die Produkte Flüssigdünger, FTC, SDA, Magnesium, Calcium, ja. 2 Drittel, 1 Drittel würde ich jetzt sagen. 1 Drittel granuliert und 2 Drittel flüssig. Kein Stoßwachstum mehr. Wir haben immer einen regelmäßigen Aufwuchs der Grüns. Die Grüns sind fester geworden und natürlich weniger Krankheiten. Wichtig ist regelmäßig abtauen. Das ist ganz wichtig, damit die Gräser trocken werden. Und früher haben wir Ende Oktober, Anfang November aufgehört zu düngen, haben nichts mehr gemacht. Und jetzt fahren wir das ganze Jahr mit der Spritze durch und sobald es frei ist und kein Frost haben, spritzen wir alle 4 Wochen im Winter, sind wir auf den Grüns und behandeln die. Ich bin 28 Jahre hier auf der Anlage, Uwe ist 30 Jahre auf der Anlage
Und solche Grüns, wie wir dieses Jahr hatten oder letzten 2 Jahre hatten, kennen wir hier früher nicht. Und vor allem die Krankheit, die für den Golfer eigentlich viel schlimmer ist, das ist der Dollarsport, ja, die wir im Sommer haben, wo wir hier Golf spielen können. Und die haben die letzten 2 Jahre auch ja fast nichts mehr gehabt. Also sonst haben wir immer, im Dollarsport geht da richtig tief rein in die Grasnarbe. Und ja, das war da gar kein Spaß, dann zu patten. Und das haben wir die letzten 2 Jahre auch ziemlich Ruhe mit gehabt. Und Mittwoch waren die Herren gespielt und ja, die waren begeistert von den Grüns. Sofort angerufen, was habt ihr auf den Grüns gemacht? Die laufen super, die sind schnell. Ja.